willkommen zu einem neuen Video von Strick mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit über 20 Jahren. Heute habe ich ein besonderes Thema für dich mitgebracht und zwar geht es um die 5 Bausteine der Kreativität. Meine Mission ist es, dich zu ermutigen und dich dabei zu unterstützen, deine Projekte beim Stricken kreativer zu gestalten und deinem Geschmack anzupassen. Ich möchte, dass du in der Lage bist, deinen Projekten deine ganz persönliche Note zu geben und deswegen bin ich sehr, sehr motiviert und freue mich sehr über dieses Video, in dem ich über die 5 Bausteine der Kreativität sprechen werde, damit du deine Projekte etwas hinterfragen kannst und deine Art zu stricken etwas besser verstehst, ein anderes Bild darüber bekommst und dadurch etwas kreativer und vielleicht etwas mutiger in Zukunft sein wirst. Ich möchte, dass du deine künstlerische Stimme entfaltest und entwickelst, damit du dein Hobby Stricken ganz bewusst und unabhängig ausleben kannst. Was bedeutet künstlerische Stimme? Was ist das überhaupt? Dank deiner künstlerischen Stimme kannst du deinen Blick, deine Wahrnehmung der Welt mit anderen teilen und ausdrücken. Deine künstlerische Stimme hilft dir, deine Umwelt zu verarbeiten und mit anderen zu teilen. Sie ist der Spiegel deiner Identität, deiner Werte und der Dinge, die wichtig für dich sind. Deine künstlerische Stimme verändert sich mit der Zeit und mit deinen Erfahrungen. Sie hilft uns oder sie kann dir helfen, deine persönlichen Überzeugungen zu kommunizieren und mit der Welt da draußen zu teilen. Es muss sich dabei nicht um komplizierte Dinge handeln, es können ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel, dass Rot deine Lieblingsfarbe ist oder dass du Blumen toll findest. Sich kreativ und künstlerisch auszudrücken ist auf jeden Fall eine sehr mutige Sache, weil man seine Persönlichkeit nach außen zeigt. Damit du deine künstlerische Stimme besser kennenlernst und verstehst, möchte ich eben die 5 Bausteine der Kreativität mit dir teilen und dir vorstellen. Baustein Nummer 1 ist der Stil. Der Stil ist ein wichtiges Element von deiner künstlerischen Stimme, denn er beinhaltet mehrere Charakteristika, wie zum Beispiel die Schönheit, Ungenauigkeiten und Unordnung, aber auch Details und bestimmte Akzente. Dein Stil zeichnet sich aber auch durch abstrakte Elemente aus, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie du die Stricknadeln hältst oder auch welche Muster und Farben du immer wieder verwendest. Dein Stil wird eben sichtbar durch alle kleinen Merkmale, die immer wieder vorkommen und dich ganz persönlich auszeichnen. Diese kleinen Besonderheiten und Merkmale machen deinen Stil einzigartig und geben einen wiedererkennbaren Wert. Beispiele für Stilelemente sind zum Beispiel die Form. Welche Formen kehren immer wieder zurück in deinen Strickprojekten? Bist du zum Beispiel Expertin für Top-Down-Pullover oder findest du die Konstruktion Raglan besonders toll? Du kannst dich also auf eine Form oder auf eine bestimmte Konstruktion beim Stricken spezialisieren und das zu einem bewussten Element oder zentralen Element von deinem Stil machen. Zweitens können Texturen auch ein Stilelement sein. Zum Beispiel, indem du bestimmte Garne auswählst, die eine rustikale Struktur erzielen oder auch Garne, die einen Flausch haben, wie Mohair. Wenn du diese Garne immer wieder bevorzugst, können sie zu einem Teil deines Stilwerdens. Textur kann aber auch hergestellt werden durch zum Beispiel Zopfmuster oder andere Arten von Muster, die etwas Textur in dein Strickprojekt bringen. Das kann also ein Stilelement werden. Ein drittes Beispiel für ein Stilelement sind Muster. Welche Muster sind bei dir wiederkehrend? Für welche Muster kannst du dich besonders begeistern? Und wo hast du Präferenzen? Ich zum Beispiel stricke vor allem sehr gerne Lochmuster und Rippenmuster. Ich bin weniger ein Fan von Zopfmustern. Ich finde sie zwar wunderschön, aber ich stricke sie aus einem oder anderen Grund einfach nicht so oft. Deswegen würde ich sagen, dass Lochmuster auf jeden Fall eher zu einem meiner Stilelemente gehört und Zopfmuster wahrscheinlich nicht. Es kann natürlich sein, dass du mehrere Stile hast und nicht immer dasselbe strickst, sondern sehr gerne variierst. Um das herauszufinden, kann es hilfreich sein, einen Blick in deinen Kleiderschrank zu werfen und zu schauen, was für Muster immer wiederkehren und was dir denn besonders gefällt. Dadurch kannst du deinen Stil etwas definieren und einordnen. Es gibt einige Designer, die einen sehr bestimmten Stil haben, wie zum Beispiel Petite Knit. Ihre Designs sind eher schlicht,
elegant und sehen aus wie gekauft. Ein anderes Beispiel wäre Marie Wallin. Sie hat auch einen starken Wiedererkennungswert. Sie ist Expertin für Colorwork und Fair Isle Designs. Sie verwendet zwar sehr viele verschiedene Farben und Muster, aber die Tonalität ihrer Designs und ihrer Farben ist wiederkehrend und sie ist auf jeden Fall Expertin für Colorwork. Das könnte man auf jeden Fall zu dem zentralen Element ihres Stils zählen. Guto Wakika zum Beispiel würde ich eher als eine Designerin einordnen, die mehrere Stile hat. Sie macht einerseits Designs für Anfängerinnen, die etwas schlichter und etwas weniger komplex sind. Gleichzeitig kreiert sie aber auch Designs, die etwas anspruchsvoller sind, mit mehr Farben und vielen Zopfmustern oder Noppen. Trotzdem hat sie insgesamt einen wiedererkennbaren Stil, der einfach für mehrere Geschmäcker in Frage kommen kann. Ich würde sagen, ihr Stil ist auf unterschiedlichen Pfeilern aufgebaut und ergibt insgesamt ein harmonisches Gesamtbild. Meinen Stil würde ich ähnlich beschreiben. Ich greife gerne auf verschiedene Konstruktionen, etwas komplexere Muster zurück und stricke auch gerne mit vielen Farben. Manchmal habe ich doch auch das ein oder andere Basic-Teil. Aktuell habe ich einige Sommertops in meinem Ravelry Shop in der Fruity Knitting Sommertop Collection. Diese Tops sind sehr ähnlich konstruiert oder gleich konstruiert, von oben nach unten, in der Runde gestrickt, aber auch flach in verschiedenen Teilen. Das heißt, ich kombiniere gerne schlichte Elemente mit etwas komplizierteren Mustern wie Lochmuster, Zopfmuster eben nicht so viel und variiere gerne bei den Konstruktionen. Es ist nicht unbedingt erstrebenswert, einem einzigen Stil treu zu bleiben und nur diesen Stil zu stricken. Es ist natürlich möglich, mehrere Stile zu haben, in einer Person zu vereinen. Wichtig ist vor allem, dass die einzelnen stilistischen Pfade in sich kohärent sind. Aber auf Kohärenz komme ich später nochmal zurück. Baustein Nummer 2. Je größer dein Erfahrungsschatz und die Vielfalt deiner Fähigkeiten, desto ausgeklügelter und ausgereifter wird auch deine künstlerische Stimme sein. Achtung, Fähigkeiten sind hier aber nicht eindimensional zu verstehen. Viele Jahrhunderte lang wurden Fertigkeiten von Malern daran gemessen, wie realistisch sie malen können. Dank neueren Künstlern wie Van Gogh oder Picasso sind zum Glück neue Referenzen und Maßstäbe entstanden. Daraufhin sind auch neuere Stilrichtungen geboren, wie zum Beispiel der Impressionismus. Unter Fähigkeiten versteht man heutzutage nicht mehr unbedingt alle Techniken einer Disziplin zu können. Es geht vielmehr darum, sich auf eine oder eine reduzierte Anzahl an Techniken zu spezialisieren und diese besonders gut zu können, um damit seine Bedürfnisse oder Ideen zu decken. Beim Stricken würde das bedeuten, bei einer bestimmten Anzahl an Techniken, vielleicht ein oder zwei, zum Beispiel in meinem Fall Lace und Colorwork, außerordentlich gut zu sein und das besonders gut zu meistern und in meinem Fall das auch in Designs zum Beispiel einzubauen und zum Ausdruck zu bringen. Ich finde vor allem entscheidend und relevant, ob man in der Lage ist, eine bestimmte Vorstellung, die man im Kopf hat, auch in die Realität umzusetzen. Das heißt, ich stelle mir ein bestimmtes Design, ein Kleidungsstück vor und schaue dann, bin ich in der Lage, das tatsächlich auch zu vollbringen, das so zu stricken, wie ich mir das vorstelle oder beinahe, wie ich mir das vorstelle. Das bedeutet nicht, dass es gleich beim ersten Versuch klappen muss. Es geht natürlich eher um den Prozess und klar ist es dann erlaubt, auch mehrere Versuche, Fehlversuche zu haben, bis man dann auch das Ergebnis erzielt, was man sich vorgestellt hat und auch so funktioniert. Es geht also darum, seine handwerklichen Fähigkeiten so zu verbessern, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, die man sich vorstellt, auch wirklich umsetzen kann. Nur weil es beim ersten Mal nicht gleich klappt, bedeutet es nicht, dass deine Expertise in Frage gestellt wird. Es geht immer darum, zu üben und den Lernprozess zu genießen und daran Spaß zu haben. Fähigkeiten lassen sich eben nur durch eins ausbauen und das ist üben, 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 üben. Ähnlich wie bei einer Sprache, die man immer üben muss, um sie besser zu sprechen und sich wohler in dieser Sprache zu fühlen. Genauso ist es auch beim Sport oder jeder anderen Aktivität. Je öfter ich das praktiziere, desto fließender werden meine Bewegungen. Das heißt, je mehr ich stricke, desto schöner und gleichmäßiger wird auch mein Maschenbild und dann wird das Hobby auch mehr Spaß machen, nehme ich an. Je mehr man seine Fähigkeiten verfeinert, würde ich sagen, kann man sich auf Stil,
Kohärenz und das Thema eher konzentrieren. Deswegen kommen wir jetzt zum Baustein Nummer 3 und das ist Thema oder auch Motiv. Das Thema ist ein zentraler Baustein des kreativen Schaffens. Bei Gemälden oder Porträts oder vielleicht Fotografie kann es etwas eindeutiger sein, welches Thema behandelt wird. Beim Stricken ist es vielleicht etwas subtiler. Oft schließt man durch den Namen des Designs auf das Thema oder man kann auch die Designerin fragen oder auch die Notizen in der Anleitung lesen. Oft gibt es da einen kleinen Abschnitt, wo die Inspiration für dieses bestimmte Design herkommt. Bei Colowork Designs kann es etwas einfacher sein, auf das Thema zu kommen, weil das Muster vielleicht eindeutig eine Landschaft darstellt oder traditionelle Muster verstrickt wurden. Mit Colowork kann man also ein Thema sehr eindeutig darstellen, wie das zum Beispiel die Designerin Charlotte von Stone Knits in ihren Colowork Socken tut. Das Thema muss dabei auch nicht sehr komplex sein. Ich glaube, sie hat zum Beispiel Socken mit Erdbeeren oder Socken mit kleinen Häusern oder Socken mit Hunden oder Socken mit Kaffeetassen. Alle möglichen kleinen Designs und lustige Motive hat sie auf ihren Socken und hat vielleicht damit eine lustige, nette Botschaft und dadurch kann man ausdrücken durch seine Socken, was man besonders toll findet oder zur Schau stellen, dass man Hunde gerne mag. Genau. Colowork kann da also sehr eindeutig sein. Bei schlichten Designs kann es etwas schwieriger sein, das Thema zu fassen und man hat sehr viel Interpretationsspielraum. Hier kann man sich zum Beispiel fragen, welche Intention die Designerin mit diesem Kleidungsstück hatte oder ob es vielleicht einfach nur eine bestimmte Funktion erfüllen sollte. Es kann ja auch sein, dass die Designerin einfach nur ein Kleidungsstück anbieten wollte, das interessant zu stricken ist, sowohl für Anfängerinnen als auch für Fortgeschrittene und im Alltag vielseitig einsetzbar ist. Diese Idee habe ich mit meinem Mariposa Cardigan verfolgt. Die Konstruktion ist simpel, das Design ist hübsch und elegant, aber nicht zu kompliziert und es ist wirklich vielseitig einsetzbar und ein sehr praktischer Cardigan. Der Name Mariposa bedeutet Schmetterling und ich habe den Cardigan so getauft aufgrund seiner Konstruktion, der mich ein bisschen an die Form eines Schmetterlings erinnert. Wenn ich ein neues Design entwickle, habe ich meistens eine Idee im Kopf, die einer bestimmten Lebenssituation entspricht. Das ist zum Beispiel der Fall mit meiner Fruity Knitting Summer Top Collection. Auch das, was ich gerade trage, das ist das Top Cerise, wollte ich gerne meine Liebe zu Früchten darstellen. Cerise, ich esse total gerne Kirschen. Früher habe ich sie im Garten immer geerntet. Am Baum bin ich auf den Baum geklettert und habe sie dann zusammen mit meinem Bruder gegessen. Das Top Cerise hat hier an den Seiten ein hübsches Lochmuster, das mich eben an Kirschen erinnert. Das Top Limon habe ich designt, weil man in Mexiko alles mit Zitrone bzw. Limette isst. Genauso habe ich versucht, das Lochmuster zu machen. Es soll eben kleine Limetten, kleine Zitronen darstellen. An dieser Stelle lade ich dich kurz ein, meine Videos über Mexiko zu schauen, die dich auf jeden Fall beim Stricken unterhalten können. Das Flower Rain Top und der Flower Rain Cardigan stellen die japanische Kirschblüte dar. Ich durfte vor einigen Jahren ein Auslandssemester in Tokio machen und habe da die Kirschblüte erlebt. Die Farbe des Garns hat mich an die Kirschblüte erinnert und dann habe ich, finde ich, das passende Lochmuster dazu gefunden. Die Themen sind also unendlich, sie können variieren, je nach Lebenserfahrung, Lebenskontext, Kultur, Vorlieben und vielen anderen Dingen. Beim Baustein Nummer 4, Technik, geht es um die Materialien und Werkzeuge, die du in deinem kreativen Schaffen verwendest. Bei uns beim Stricken ist das ziemlich klar. Wir verwenden Nadeln und Garne. Außerdem würde ich noch die Konstruktion des Kleidungsstückes dazu zählen, weil wir ja auch Kleidungsstücke am Ende stricken möchten, die uns auch gut passen, die gut zu unserer Körperform sitzen. Der Baustein Technik wird, glaube ich, oft unterschätzt. Es macht einen Riesenunterschied, ob man gutes oder weniger gutes Werkzeug verwendet. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, mit Plastiknadeln zu stricken und ich kann mir vorstellen, dass manch Anfänger das Stricken aufgegeben hat, weil Plastiknadeln einfach furchtbar sind, um das mal ehrlich darzustellen. Ich finde, dass
Holznadeln oder Metallnadeln viel, viel besser sind. Es ist Geschmackssache, ob man das eine oder das andere verwendet. Metallnadeln rutschen in der Regel ein bisschen mehr und Holznadeln sind nicht so kalt in den Händen, finde ich. Ich habe persönlich seit so vielen Jahren nur Holzstricknadeln, deswegen aus meiner Erinnerung sind Metallnadeln kalt oder kühler und Holzstricknadeln haben einfach die Körpertemperatur. Deswegen finde ich Holzstricknadeln angenehmer und ja, es ist einfach nur eine persönliche Vorliebe. Manche stricken ein bisschen fester und brauchen dadurch vielleicht Nadeln, die ein bisschen besser rutschen, wo die Maschen besser von der Nadel rutschen. Es ist also sehr, sehr wichtig, gutes Werkzeug zu verwenden, um also auch wirklich Spaß an dieser Aktivität zu haben, denn darum geht es hauptsächlich. Es geht darum, Spaß zu haben und sich kreativ auszuleben. Es ist auch sehr wichtig, die Wahl des Garns genau durchzudenken. Es macht einen sehr großen Unterschied, mit welchem Garn du strickst. Erstens muss dein Garn zu deinem Projekt passen und zweitens macht es tausendmal mehr Spaß, mit einem Garn zu stricken, das eine schöne Qualität hat und sich gut in den Händen anfühlt. Außerdem möchtest du ja auch mit einem Garn stricken, das dir gefällt, das du schön findest und eine gute Qualität aufweist, damit du auch lange was davon hast und du dein Kleidungsstück auch wirklich trägst. An dieser Stelle möchte ich den Shop Lieblingsgarn erwähnen. Im Shop Lieblingsgarn findest du eine riesige Auswahl an Garnen. Für jeden Geschmack ist was dabei und auch qualitativ sind sehr schöne Hersteller beim Shop Lieblingsgarn zu finden. Du kannst über den Link in der Infobox oder auf meinem YouTube-Profil zum Shop Lieblingsgarn gelangen und durch deinen Einkauf über diesen Link mich ein bisschen unterstützen. Zum Beispiel ist es wichtig, Colorwork-Projekte eher mit unbehandeltem Garn zu stricken, damit du am Ende auch ein schönes Maschenbild erhältst. Das heißt, bei Colorwork würde ich Superwash auf jeden Fall, würde ich sagen, vermeiden. Für Zopfmuster zum Beispiel brauchst du ein Garn mit einer schönen Sprungkraft, mit einer guten Textur, damit deine Zöpfe einfach gut zur Geltung kommen und du ein schönes Relief auf deinem Kleidungsstück erzielen kannst. Es wäre nämlich schade, wenn du viele Stunden lang Zöpfe auf deinem Pullover strickst und die dann nach einem Mal waschen oder einem Mal tragen, dann total platt liegen. Das ist ja nicht das Ziel, die Idee dahinter. Wenn du aber ein Lace-Tuch stricken möchtest, dann empfehle ich dir eher ein glattes Garn, das einen schönen Fall hat. Da würde sich zum Beispiel Superwash Garn eher eignen, auch wenn ich insgesamt persönlich kein großer Fan von Superwash Garn bin. Du kannst gerne mein Video über Superwash Garn schauen, das ich vor kurzem hier auf diesem Channel veröffentlicht habe. Da spreche ich über die Vor- und Nachteile von Superwash Garn. Am besten lässt du dich in deinem Wollgeschäft beraten, um das richtige Garn für dein Projekt zu finden, denn es wäre äußerst schade, wenn du aufgrund einer nicht ganz so gelungenen Garnwahl dein Pullover am Ende gar nicht trägst. Wenn du etwas mehr über Faserkunde lernen möchtest, dann kann ich dir auch mein Video empfehlen, Naturfasern vs. synthetische Fasern. Da spreche ich über die Unterschiede, Vor- und Nachteile von Naturfasern und synthetischen Fasern und gebe dir einen guten Überblick über verschiedene Garnqualitäten, die es gibt, damit du in Zukunft bessere Entscheidungen treffen kannst. Wir müssen unsere Techniken natürlich nicht auf das Stricken begrenzen, sondern wir können unsere Technik ergänzen, zum Beispiel mit Häkeln. Es macht Spaß, seine Strickprojekte zum Beispiel an manchen Stellen zu umhäkeln, um dann noch ein dekoratives Element einzubringen. Eine andere Möglichkeit, seine Techniken zu erweitern, ist Sticken zu lernen. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr schöne Designs, gestrickte Pullover, die von Hand im Nachhinein bestickt sind und ich finde, da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Schließlich kann man auch Stricken und Nähen kombinieren. Ich habe mal eine Jacke aus Kordstoff genäht und die Ärmel angestrickt und auch den Kragen. Leider habe ich diese Jacke verschenkt, deswegen kann ich sie euch nicht zeigen, aber sie war wirklich super ausgefallen und ja, auf jeden Fall ein großer Hingucker, diese Jacke, und ein Experiment, in dem ich das Nähen und das Stricken miteinander kombiniert habe. Wir sind beim letzten Baustein Nummer 5, Kohärenz, angekommen. Beim Stricken bedeutet Kohärenz, dass alle Elemente gut aufeinander abgestimmt sind. Das bedeutet, dass die Garnwahl, das Muster, die Konstruktion
und alle Elemente, die man eben auswählen kann bei einem Strickprojekt, gut aufeinander abgestimmt sind und ein stimmiges, harmonisches Gesamtbild ergeben. Ein kohärentes Strickstück oder Kleidungsstück wirkt gut durchdacht und hinter jedem Element steckt eine bewusste Entscheidung. Konkret bedeutet Kohärenz, dass sich Elemente in deinem Kleidungsstück, in deinem Design oder auch in deiner Kollektion wiederholen. Ich glaube, dass es beim Stricken etwas leichter ist, Kohärenz herzustellen, weil es sich um eine repetitive Handarbeit handelt. Das heißt, dass man wirklich Masche für Masche entscheiden kann und auf jeden Fall einen grenzenlosen Spielraum an Möglichkeiten hat, um diese Kohärenz auch herzustellen. Um diese Kohärenz tatsächlich auch zu erzielen, kann es hilfreich sein, vorher eine Skizze zu machen oder sich aufzuschreiben, welche Elemente man in einem Design integrieren möchte. Ich greife erneut auf mein Beispiel der Fruity Summer Top Collection zurück. Alle 3 Tops bis jetzt, das heißt Limon, Cerise und das Maracuja Top, die in dieser Kollektion vorkommen, haben dieselbe Konstruktion von oben nach unten. Sie sind zum Teil von hier bis zu den Armausschnitten flach gestrickt und danach sind sie in der Runde gestrickt. Das Muster befindet sich auf den Seiten, es handelt sich um ein Lochmuster. Das heißt, wie ihr seht, habe ich da ähnliche oder dieselben Entscheidungen bei diesen Designs getroffen und deswegen entsteht da Kohärenz. Bei Kohärenz geht es also darum, einer Serie an Normen und Vorgaben zu folgen, die am Ende ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Der kreative Prozess kann auch als Problemlösung verstanden werden. Das heißt, dass ich eine Aufgabenstellung habe, in der mehrere Parameter, mehrere Normen sind, die es gilt zu respektieren und umzusetzen. Diese Vorgaben können eben ein kohärentes Bild ermöglichen. Kohärenz kann auch entstehen, indem du immer wieder dasselbe oder sehr ähnliche Garne verwendest. In der Fruity Knitting Summer Top Collection für das Top Cerise, Maracuja und Limon habe ich eben Lilana von Schulana verwendet, das heißt dasselbe Garn für alle Designs. Das gibt nochmal ein Element der Kohärenz hinzu. Aber ich finde, dass allein die Garnwahl nicht unbedingt ausreichend ist, um Kohärenz herzustellen. Ich finde es wichtig, dass man im Vorfeld, bevor man ein Projekt strickt, das heißt in der Projektplanung, bereits einige Entscheidungen trifft und einige Elemente auswählt, die eben zu Kohärenz führen. Entscheidungen, die sich also wiederholen, Muster, die sich wiederholen, bringen Kohärenz mit sich. Und sie sind wahrscheinlich der wichtigste Faktor in deiner künstlerischen Stimme, denn sie bringen den Wiedererkennungswert. Man könnte also abschließend sagen, dass Kohärenz wahrscheinlich der wichtigste Ausdruck von deiner persönlichen künstlerischen Stimme ist. Und damit kommen wir auch zum Fazit dieses Videos. Mit einer wachsenden Expertise und Übung verschwimmen diese 5 Bausteine ineinander und sie werden unzertrennlich. Die Art und Weise, wie du diese 5 Bausteine miteinander kombinierst, sind der Ausdruck von deiner Persönlichkeit und geben deine künstlerische Stimme wieder. Merke dir also, es geht vor allem darum, wie du diese 5 Bausteine miteinander kombinierst, um ein harmonisches, schönes Bild zu erzielen, und am allerwichtigsten finde ich immer, dass es dir gefallen muss und dir passen muss. Beim Thema der künstlerischen Stimme geht es nicht darum, zu einem finalen Punkt zu kommen. Denn die künstlerische Stimme ist ein Prozess, der sich immer verändert. Das eigentliche Ziel ist es, konstant kreativ zu sein. Denn wir Menschen verändern uns die ganze Zeit. Das heißt, unsere künstlerische Stimme wird nicht immer gleich bleiben, sondern wird sich auch verändern. Und immer reicher und vielleicht auch reifer werden. Hinter dem kreativen Prozess muss nicht unbedingt immer eine Intention stecken. Es geht mehr darum, seine Kreativität bewusst auszuleben, um diese eben voll ausschöpfen zu können. Ich finde es spannend zu beobachten, dass Menschen eine künstlerische und kreative Entwicklung durchmachen können und ihre Essenz aber behalten und diese Essenz eben in allen ihren künstlerischen Werken wiederzufinden ist. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du fandest es interessant. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann hinterlass mir gerne ein Hashtag Stricken mit Calypso in den Kommentaren. Diese 5 Bausteine habe ich mir nicht selbst ausgedacht, die habe ich aus dem Buch Find Your Artistic Voice, The Essential Guide to Working
Your Creative Magic von Lisa Congdon. Ich kann dir das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe ihre 5 Bausteine der Kreativität auf unser Lieblingshobby, das Stricken, angewendet und hoffe, dass du das interessant und hilfreich fandest, um dein Lieblingshobby besser zu verstehen, um ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken, was du denn da eigentlich machst. Und ich hoffe, dass du dadurch nach vorne katapultiert wirst und ganz viele tolle, interessante, spannende Strickprojekte in Zukunft machen wirst. Wenn dich das Thema Stricken und Kreativität noch mehr interessiert, dann schau dir gerne die Playlist dazu an. Da habe ich noch weitere Videos, oder schau gerne in meine regulären Folgen rein, wo ich meine Strickprojekte zeige. Ich lade dich auch ein, meine Videos über Mexiko zu gucken. Da gehe ich auch immer auf mexikanische Textilkunst ein, denn zum Beispiel dieses Kleid wurde handgemacht in Mexiko. Es ist eine moderne Interpretation von einer traditionellen Tracht, einer Tracht aus Mexiko, und dieses Thema finde ich super spannend und für mich auch sehr inspirierend. Möglicherweise findest du es auch inspirierend. Deswegen schau kurz in meiner Playlist über Handarbeiten in Mexiko und auf Reisen rein. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao!